Es ist Punkt 6 Uhr morgens. Es hat sich nichts geändert. Wir sind wieder mit dem Zug unterwegs. Kurz nach 8 angekommen in München Hauptbahnhof. Bis jetzt war es eine gute Entscheidung, mit dem Zug zu fahren. Rita ist zwar noch immer weniger begeistert, aber es war so neblig auf der Fahrt, dass man fast nicht lesen konnte, wie die Bahnstationen geheißen haben. Hier in München ist das Wetter aber schöner und ich hoffe, dass es auch in Richtung Günzburg dann immer sonniger wird. Wir haben jetzt ein paar Minuten Zeit, trinken vielleicht einen schnellen Kaffee und dann geht es weiter im zweiten Zug nach Günzburg. Ich bin heute unterwegs mit Linda. Wir haben beim Bestellen noch gescherzt, dass sie öfters bei Starbucks Ritas Namen nicht verstehen. Und wieder mal. Aber ich hoffe, der Kaffee ist trotzdem gut. Das ist ein Zug, aber leider nicht unserer. Wir müssen noch ungefähr 10 Minuten warten hier, aber wir sind schon am Bahnsteig und genießen hier, heute ist es noch sehr ruhig am Münchner Hauptbahnhof, es ist auch Sonntag, sehr früh morgens. Wir genießen hier die Züge, hier am wir genießen den Kürbis. gegenüberliegenden Bahnsteig, ein ICE 4 nach Berlin-Gesundbrunnen. Und ja, wir warten dann auf unseren Regionalexpress nach Ulm. Wir sind da. Dieses Mal ohne Verspätung, deswegen bin ich so gut gelaunt. Und wir hatten Sitzplätze, ich sag's euch, wir hatten Sitzplätze. Kurz nach 10 Uhr, alles Paletti gewesen im Zug und wir sind wieder da am Ort des Geschehens im Legoland Deutschland, wo heute, so wie es aussieht, schon recht viel los ist. Also ich glaube, heute wird ein geschäftiger Tag hier. Es ist natürlich Sonntag, es ist das Saison-Closing. Ja. Und ich glaube, dass wir heute hier ziemlich viel Trubel erleben werden. Warum sind wir heute noch mal da, Rita? Aus Jux und Tollerei. Ja, irgendwie haben wir natürlich noch mal einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Für mich ist das Legoland letztes Mal, als ich hier rausgegangen bin, noch nicht das gewesen, was ich mir für ein Saison-Closing vorgestellt habe. Ich wollte irgendwie noch mal her und ich wollte auch uns und Rita noch mal beweisen, dass man mit dem Zug auch sehr bequem herfahren kann. Rita hat während der Fahrt was gearbeitet. Ich habe die Facebook und alle möglichen Nachrichten beantwortet, E-Mails. Und wir sind jetzt heute noch mal vor Ort, schauen uns heute noch mal das Treiben hier an und werden euch natürlich mitnehmen. Wir haben schon erfahren, das Minifigurenatelier ist schon geschlossen. Teilweise sind schon nur mehr relativ wenig Teile in den Geschäften, aber wir werden uns davon ein Bild machen. Rita zückt die App. Sehr gut. Und dann nichts wie rein ins Vergnügen. So. Kleine Unterbrechung, Grüße gehen raus an den lieben Flo. Wir sind im City Shop, wo heute schon viele Regale weggeräumt sind. Wir haben gehört, es gibt keine neuen Lieferungen mehr seit dem letzten Mal, dass wir hier waren. Und Wahnsinn, so leer haben wir das Geschäft hier wirklich noch nie erlebt. Das ist sehr beschaulich. Hier konnte man letztes Mal nicht gehen. Und auch bei den Kassen schon sehr, sehr leer alles. Schauen wir mal, ob es noch irgendwelche interessanten Sets für uns gibt. Wir haben heute gesagt, wir wollen... Oh, Avatar übrigens. Ach Mann, ist wieder irgendwas verstellt beim Gimbal. Sorry. Wir haben... Sage mal. Ich muss den nachher mal aus- und einschalten. Wir haben letztes Mal ja schon gesagt, dass es sehr wenig nur mehr gab. Was haben wir heute hier Neues? Diesen Tischfußball. Sehr leer hier auch bei Duplo. Ja. Also wir haben ja schon öfters davon gehört, dass es zum Jahresende hier nicht mehr wahnsinnig viel gibt. Macht ja auch Sinn, weil wenn die jetzt dann ein halbes Jahr zu haben, dann würden die Sets ja alle verstauben. Und ja, wäre dann nicht besonders produktiv. Sie haben zwar so eine Art Online-Shop im Winter. Weiter bitte.
Übrigens war ich zuerst kurz ein bisschen abgelenkt, weil wir lauter Kinder nachgerannt sind, die, glaube ich, wieder die Kamera so lustig gefunden haben. Also ich dürfte online sein. Ja. Es gibt dort wie so ein Mission-Set, aber es ist kein Mission-Set. Das habe ich noch nie gesehen, deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige dir das mal. Da vorne bei den City-Sachen. Da Sieht sind wir ganz gespannt, cool aus. Rita, und wir folgen Ihnen natürlich. Unauffällig, Also heute bitte. ist die letzte Gelegenheit. Schauen wir auch mal hier. Es gibt auch ein paar Angebote, jetzt zwar nicht besonders gute, glaube ich, aber wenn ihr so ein Magnetset wollt. Oh, sorry Rita, wir sind jetzt hier. Für 29,99 gibt es das jetzt und das ist aber nicht das normale Mission-Set, sondern irgendwie mit einem Missionshandbuch und dann ja, eben den 2 Minifiguren. Einzigartige, keine Ahnung, was das dann heißt, und eben Missionskarten, Weltraumkarte. Oh, für 30 €. Und sind da die Teile drin, die beim normalen Mission-Set auch drinnen sind, oder was ist da Nein, jetzt das ist eben eigentlich ein drinnen? anderes, glaube ich. Lies das spannende Missionshandbuch und die Karte und bau die Missionen und baue und erfülle die Missionen. Also Habe ich sieht auf jeden Fall noch nie cool gesehen. aus, habe ich auch noch nicht gesehen. Gibt es da nur dieses hier oder haben Sie auch andere? Ich glaube nur dieses, ich weiß aber nicht. Über 200 Lego-Elemente. Aha. Also die normalen Mission-Sets sehen ja so aus. Genau, das sind ja in diesen Pappkartons und das andere ist eher wie so ein Putz. Richtig, ja. Ich gehe noch mal kurz zu den exklusiven Sets. Da hat nämlich erstens, wie gesagt, vorher der Gimbal ein bisschen gesponnen. Und kommst du auch mit, Rita? Ja, Ja. gut. Ich weiß nicht, ob sie mitkommt oder nicht. Sie hat jetzt wieder nichts gesagt. Gehen wir noch mal. Und wie gesagt, eine Traube voller Kinder hinter uns her oder hinter mir. Und da kann man dann nicht so gut filmen. So, wir haben jetzt hier bei Star Wars natürlich wieder mal nicht die Razor Crest, die ist nur hier ausgestellt. Ein schönes Schiff. Wir haben sie letztes Mal auch schon vor die Linse gehalten. Sie ist noch immer schön und gefällt mir gut, aber der Preis ist halt ein wenig überzogen. Und halt auch die Größe. Richtig. Dann sehen wir hier wir kennen schon das halbe Legoland. Ist Justifier lustig. im Angebot. Statt 170, 130. Das Einzige ist, wenn Sachen hier vergünstigt sind, dann kann man diesen Gutschein von der Jahreskarte, soweit ich das weiß, nicht mehr okay. anrechnen. Einen hätten wir noch. So, wir gehen jetzt noch mal hier. Warte mal. Also, wie gesagt, hier am letzten Tag sehr überschaubar. Wie könnte es anders sein? Dieser Black Panther, diese Büste ist noch da, die irgendwie keiner will. Atari wäre hier und der Tischfußball. Ansonsten ist eher überschaubar. Auch gar keine Modular Buildings mehr, jetzt mit Ausnahme vom Sanctum Sanctorum. Ein paar Mal noch das Republic Gunship und auch die Baumhausgeschichte. Und liebe Freunde, das war's. Das ist alles hier. Und ihr seht, auch die letzten Sets werden heute wahrscheinlich hier noch verkauft. Den Landspeeder wird es auch noch geben. Das erste Mal, es spiegelt zwar jetzt ein bisschen, sehen wir auch hier diesen Hulkbuster. Den gibt es zwar irgendwie nicht mehr zum Kaufen, aber sie haben ihn hier noch beworben. Lustigerweise, vielleicht muss man danach fragen, nur für Jahreskarteninhaber 550 €. Oh Mann, also schon ein wenig viel Geld dafür. Was wir aber gehört haben, ist, dass die Figur hier sehr teuer ist. Vielleicht kaufen sich auch viele Leute das Set nur wegen der Figur und ja, verkaufen das Set dann wieder. So, nachdem die Ausbeute im großen City Shop eher gering war, oder besser gesagt, wir haben dort gar nichts gekauft, weil es dort fast nichts mehr gegeben hat, schauen wir jetzt mal in die Fabrik rein. Übrigens dort, wo man in die echte Fabrik kann, damit man sich den Stein holt, ist die Warteschlange fast bis herunten. Fast ein wenig viel heute. Und wir haben auch gehört, dass hier heute schon ziemlich viel ausverkauft ist. Wir schauen jetzt aber noch mal rein. Für euch natürlich. Hallo! So, wieder zurück. Liebe Grüße, sehr, sehr nette Leute heute. Wir haben schon mit ein paar geredet. Echt ein Wahnsinn. Jetzt schauen wir aber mal, was es hier gibt. Das ist jetzt mal wichtiger.
Sehr viele klassische Lego-Steine, von denen wir aber abraten würden, da die hier nicht interessant sind vom Preis her bei 10 Euro oder 9,99 für 100 Gramm. Oh, und hier ist schon zu. Das haben wir überhaupt noch nicht gesehen. Ritas ganze schöne Fensterscheiben und auch viele andere. Vielleicht haben sie die dort hinten rein sortiert. Da sind wir auf jeden Fall in der Hoffnung. Aber hier waren letztes Mal noch jede Menge Platten und da hinten die Technikteile. Ja, so ist es natürlich. Also wie gesagt, sie haben keine neuen Lieferungen mehr bekommen hier, was auch wirklich sinnvoll ist, denn sie machen demnächst jetzt mal Inventur und alles winterdicht und da macht es natürlich Sinn, dass man hier so wenig wie möglich zum Zählen hat. Ich weiß auch gar nicht, was Rita heute hier noch einkaufen möchte. Ich hätte Dark Tan. Achso, dein Mikro ein? Ja, okay. Ich hätte Dark Tan 1x1er gesucht, die gibt es aber nicht. Es gibt welche in Dark Orange und ich glaube halt, dass es Dark Orange ist, ja. Und welche in Dark Tan. Eine der Farben, die wir ganz dringend brauchen. Ja. Sehe ich leider auch nicht. Was natürlich nicht gut ist. Hier noch so Paneele in Grau, die wären vielleicht interessant. Dunkelblau? Nein? Dunkelblau. Schwarz, weiß, rot. Also die habe ich ganz gerne, speziell so für Container und für irgendwelche anderen Sachen. Oh, ein paar Platten haben sie wieder hier und da hätten sie sogar Dark Tan mit. Gut, wenn ihr das Video seht, ist das Legoland schon zu. Das ist vielleicht für nächstes Jahr. Vielleicht 3 für 2 Angebot. Die Platten, ich könnte mir vorstellen, dass wir da die ein oder andere nehmen. Zumal man viele der speziell größeren Platten, ich schaue da gerade runter auf die 16x16er, hier in Tan oder auch hier, ich glaube das ist Nougat, 8x16, da könnte ich mir vorstellen, dass wir uns da vielleicht ein bisschen was nehmen. Sonst sind die Farben, hier gibt es noch hellgrau. Das ist natürlich auch cool. Also wie gesagt, 3 16x16er kosten dann 6,80. Ja gut, das ist jetzt ein Schlauchboot in Olivgrün. Habe ich auch noch nie gesehen. Du schon? Der Preis, wie es auf, ich glaube, Pick-a-Brick oder wie das jetzt heißt, ist. Rita hat vollkommen recht, ein Schlauchboot in Olivgrün. Dann gibt es hier noch das Angebot mit den Achterbahnschienen, 6 Kurven, Entschuldigung, um 6 Euro. Gehen wir mal mit Rita mit. Also sie haben hier nur mehr Vereinzelteile. Es ist alles ein bisschen durcheinander. Hier sind normalerweise die Zäune, ja, die sind hier auch. Und da sind auf einmal so Burgenteile dabei. Von denen haben wir letztes Mal jede Menge genommen, die brauchen wir auch. Und ich habe Rita heute beauftragt, noch ein paar dieser neu modernen Palmenblätter zu nehmen. Ich hätte zwar eigentlich auch gern die mittel- und dunkelgrünen gehabt, aber das sieht, soweit ich das sehe, jetzt schon ein wenig mau aus, wie der Deutsche sagen würde. Aber Rita, schau mal, ein Palmenblatt in mittelgrün ist hier noch in diesem kompletten Durcheinander. Ja, hat sie genommen, sehr gut. Dann bist du zu viert da, das kann durchaus sein. Aber wenn du gearbeitet hast. Dann schauen wir noch mal hier, oh, auch hier schon diverse, so mittelmäßig große Schütten, teilweise auch leere. So fokussiert die Kamera wieder nicht. Also es sind sehr viele, die heute schon so aussehen. Solche Paneele. In transparent violett. So, Grüße gehen auch raus an den lieben Sascha. Danke, dass du uns angesprochen hast und viel Spaß im Disneyland, wo Rita auch gerne hin will. Wir sind jetzt bei den bedruckten Teilen, auch hier schon sehr viel leer. Es gäbe aber noch die Möglichkeit, hier ein paar bedruckte Fliesen abzugreifen. Rita hat schon ein bisschen zugeschlagen, aber heute ist es hier doch aufgrund der vielen leeren Schütten schon etwas schwierig natürlich, dass man hier noch
anständig was bekommt. Und dort, wo noch interessante Teile sind, da tummeln sich natürlich die Leute. Jetzt ist es sehr voll geworden mittlerweile in der Fabrik. Normale Baumblätter, brauchen wir die noch, Rita? Sie weiß es nicht, weil sie hat keine Idee, wie viele wir noch haben. Das freut mich natürlich. Hallo Flo, da ist der Schlawiner. Ja. Hier noch kurz zu den Technikteilen, wo Rita auch was will. Müssen wir schauen, ob wir... sie möchte nämlich so Bäume, wie sie bei den Wintersets dabei sind, bauen. Da bin ich gespannt, ob wir da was finden, weil das sieht irgendwie nicht so aus. Aber wir werden natürlich unser Bestes geben. Und hier haben sie noch alle möglichen Konnektoren, Pins, Stangen und hier leider viele leere Schütten. Wir stehen in der Schlange und Rita überlegt noch, ob sie was von der Vitrine nehmen soll. Ja. Wir haben dort nichts Neues gesehen, außer ihr werdet es wahrscheinlich jetzt nicht erkennen. Diese Babys von den Friends-Sets. Oh, das ist jetzt natürlich nicht ideal zu filmen hier. Friends Kinder. Oder Friends Kinder, ja. Aber Rita ist schon wieder am Überlegen, welche Hunde sie nimmt. Und die Sache ist die, wir haben heute nicht viel eingekauft, weil es drinnen erstens sehr chaotisch ist, weil wir mit jede Menge Leuten von euch geredet haben und weil wir hier diesen Gutschein haben, der ab 60 € einlösbar ist und wir fürchten, so traurig das es ist, dass wir vielleicht die 60 € gar nicht erreichen werden. Naja, vielleicht doch. Wir warten jetzt mal und sagen euch dann Bescheid. Rita schaut fragend. Wir sind wieder draußen aus der Fabrik, jede Menge Leute und natürlich heute auch noch jede Menge, sagen wir mal, Jahreskarteninhaber, die genauso wie wir heute noch mal reinschauen wollen, was hier so los ist. Ja. Und ich weiß nicht, Rita, ist dein Mikro an? Ja, du kannst zu uns sprechen. Damit sprich zu uns. Nicht schimpft. Ja. Aber wieder sehr nette Gespräche. Ich glaube, die Kamera drin war jetzt nicht die Crème de la Crème, aber es gab auch jetzt eigentlich nicht mehr so viel Neues. Ein paar Teile haben sie anscheinend noch aus dem Lager irgendwo hinten rausgefischt, die wir noch nicht gesehen haben. Kommt vielleicht ein Haul-Video dazu. Und übrigens, wie könnte es anders sein, wenn Rita einkaufen geht? Wir haben die 60-Euro-Marke natürlich erreicht, auch ohne die Sachen aus der Vitrine. Nach, keine Ahnung, 4, 5 Sackerln. Und Rita hat aber trotzdem noch in der Vitrine zugeschlagen. Also, Christoph hat gesagt, ich darf mir Hunde und so weiter mitnehmen. Man kennt sie natürlich. Und ja, wir haben jetzt noch eingekauft abzüglich des Gutscheins 80 €, was eigentlich, finde ich, ganz human war für uns. Eine Tasche dieser Größe, sehr handlich. Wir haben auch gesagt, wir können, weil wir heute doch mit dem Zug hergekommen sind, jetzt keine riesengroßen Einkäufe machen. Und es gab auch im City Shop kein Set mehr, welches wir uns gerne gekauft hätten. Das stimmt. Ja, ganz richtig. Und übrigens noch Halloween-Dekoration. Es ist noch immer so spooky. Ich zeige euch das mal. Aber ich glaube, es ist nur mehr ein Teil der Halloween-Dekoration aufgebaut. Aber finde ich, ist eigentlich ganz lustig. Also sogar wir haben vor meinem Elternhaus die Dekoration schon abgebaut, aber hier ist es noch immer zum Gruseln. Kürbisse habe ich zwar keine mehr gesehen, ich glaube, die sind schon vertrocknet oder stehen die da drüben irgendwo im Holland-Bereich, wenn ich mich nicht täusche. Nein, ich glaube, die sind wahrscheinlich schon weg. Naja gut, das waren ja auch echte Kürbisse. Da wäre es dann komisch, wenn die dann so halb verrotten. Ganz richtig. Ja. Und es ist heute viel los hier. Bei den Attraktionen ist die Wartezeit nicht zu unterschätzen. Aber trotzdem finde ich es irgendwie eigentlich ganz angenehm. Es kommt jetzt auch langsam die Sonne raus. Die Sonne? Heute. Also sie ist irgendwo da, aber definitiv noch nicht bei uns. Aber gut. Heute, wie wir hergekommen sind, war starker Nebel hier. Nicht nur hier, sondern überall, wo wir gefahren sind, außer in München. In München war ganz kurz mal, dass wir doch gesehen haben, es ist nicht alles ausradiert worden. Ja, richtig. Aber es ist schön, noch einmal hier zu sein. Wir werden jetzt wahrscheinlich das Legoland, weil es ja zu hat bis Ostern, ein halbes Jahr nicht sehen können. Ja. Und deswegen wollten wir auch heute gern noch mal herfahren. Nicht des Einkaufens wegen, sondern einfach wegen der Atmosphäre, noch ein bisschen spazieren gehen, die netten Leute, die wir hier immer treffen. Und es ist noch nicht mal Mittag und ich bin sehr zufrieden, nicht nur weil ich Rita an meiner Seite habe, sondern auch weil wir schon ein bisschen was gekauft haben und schon
wirklich eine schöne Zeit hatten hier in dieser, keine Ahnung, 1,5 Stunden, die wir jetzt hier sind. Ja, weil ich bei ihm geblieben bin, obwohl ich jetzt einen Mann getroffen habe, der sowohl ein großer Disney-Fan als auch ein großer Lego-Fan ist. Ja. Ich sag's euch, Leute. Rita, ich sag nur eins, zu spät. Wobei, naja, heutzutage auch nicht mehr. Aber noch ist sie, ihr seht, noch ist sie bei mir. Ja, das bleibt hoffentlich auch so. Wir werden jetzt noch eine kleine Runde hier gehen. Also wir gehen noch nicht nach Hause übrigens. Das wäre zu lange gewesen. Um 12, also in einer halben Stunde, sperrt dann das Outlet auf. Da wollen wir natürlich auch noch mal reinschauen. Es kommt wirklich die Sonne, Leute. Es ist ein Traum. Ja, cool. Dann haben wir mal das Shopping-Vergnügen hinter uns und dann werden wir einfach in Richtung Nachmittag noch ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ja, genau. Ja. Das sind bis jetzt immer die besten Tage gewesen, wo wir uns nichts vorgenommen haben, wo wir hingehen und wann wir wohin gehen. Ja. Vielleicht fahren wir auch heute noch mal wo, ich weiß es nicht. Ja, da wäre ich schon dafür, muss ich sagen. Aber es kommt auch auf die Wartezeiten. Schalten auf jeden Fall wieder die Kamera ein, wenn sich was tut. Ja, was ist hier los? Oh Gott. Rita, dreh mal die Kamera. Ist hier so lange Wartezeit oder haben Sie innen den Wartebereich gesperrt? Die Leute anstehen, aber ich glaube für das große Rennen oder das kleine Rennen, wie heißt aber das ist doch brutal, oder? Also ja, wir schauen uns das jetzt mal genauer an, aber wenn die Warteschlangen so sind, meine Lieben, dann tut's mir leid, dann trinke ich lieber einen Kaffee. Richtig, ja. Mal schauen. Vollkommen richtig, ja. So, jetzt wissen wir es. Es hat laut meinem Handy, ich glaube, ihr könnt gar nicht sehen, weil das Display so dunkel ist, jetzt gerade in Günzburg 5 Grad und die Bahnen draußen sperren erst bei einer Temperatur von 8 Grad auf. Das heißt, hier wird jetzt gerade nur warm gefahren und die Leute warten hier hoffentlich drauf, dass es demnächst warm genug für eine Fahrt wird. Es steht auch auf dem Display geschlossen wegen Kälte. Mich wundert zwar, dass die Bahn dann eingeschaltet ist und alle Wegen hier unterwegs sind, aber ja, das hatten wir im Frühling, als es extrem kalt war, im April ja auch schon mal. Damals sind die Bahnen ja auch geschlossen gewesen und jetzt ist es ähnlich. Wahrscheinlich auch, nein, die Wasserbahn hier fährt sogar, wobei es hier, also nicht die erste, sondern die zweite hinten, wobei es hier schon wahrscheinlich dezent kalt ist am Wasser. Ja, da warten die Leute natürlich umso mehr auf die anderen Attraktionen. Und auch hier beim Kino stellen sich die Leute schon an, obwohl der Film erst in 20 Minuten startet. Also es ist schon was los hier im Legoland, aber das ist ja auch gut so. Also die können sich auf keinen Fall über eine schlechte Saison beschweren dieses Jahr, glaube ich. Nächster Stopp, auch wenn es jetzt erst 11:45 ist, Rita will unbedingt in das Outlet Center, ich weiß gar nicht warum. Und dann schauen wir weiter. Kurzer Abstecher in das Outlet Center. Es ist 11:55, Sie haben schon aufgemacht. Schauen wir mal, was Sie heute hier noch für uns parat haben. Rita geht schon schnurstracks wieder zu den Duplo-Teilen. Ich glaube, wir müssen Team heute außerdem auch wieder was mitnehmen. Da haben Sie noch ein bisschen was. Viele haben sich jetzt aber hier schon angestellt wegen diesen Wühltischen. Und da gehen wir jetzt auch gleich mal hin und schauen, was Sie hier drinnen haben. Letztes Mal war die Ausbeute hier ja eigentlich nicht so schlecht, zumal die ja für 100 Gramm nur, in Anführungszeichen nur 6,50 Euro verlangen. Auf jeden Fall jede Menge große Platten, die ein paar Mauersteine. Basic-Steine und sonst. Da geht es ja um Basic-Steine, Träger oder sowas, aber diese großen Traum. Bilder, also die nehmen wir mal mit hier. Interessant. Die sind neu hier drin. So, also diverse Profis sind hier wirklich am Werk beim Raussuchen aus diesen Wühlkisten. Da dürften Sie wieder ein paar Sonderteile reingegeben haben, die ganz interessant sind. Ich habe auch ein paar genommen, aber jetzt wirklich nur eine Handvoll. Und schaut mal hier, die Sets werden immer weniger. Aber es gibt noch immer Super Mario und Gott sei Dank auch noch immer Videosets. Die sind auch ein bisschen vergünstigt. Allerdings glaube ich nicht, dass für das Set hier 50 Euro ein Schnäppchenpreis ist. Ansonsten haben Sie hier noch einen Schlüsselanhänger aus der Monkey Kids Serie. Der könnte interessant sein, auch für Rita. Statt 5 um 4 Euro. Und
diese Patches, die wollte sich Rita auch mal kaufen für ihre Jeans. Ich bin zwar ein bisschen skeptisch, ob die dann so gut halten, speziell wenn man dann unterwegs ist untertags und ja, ihr wisst, mit Kleinkind und so weiter. Aber die sind auch ein wenig vergünstigt. Und dann gibt es hier noch ein paar so Notizbücher und diverses Krimskrams. Hier auf dieser Seite, wo letztes Mal die gesamten, ja, nennen wir sie mal Merchandising-Sachen haben sie heute sehr viel Bekleidung. Ich schaue jetzt nur schnell, ob diese T-Shirts für Jungen, da wollten wir Tim noch was mitnehmen, ob es die noch gibt. Ah, das ist sehr interessant. Da dürften wir wohl zu viel Werbung gemacht haben. Die kosten heute statt 5 wieder 8 Euro. Wir wollten Tim zwar noch welche mitnehmen, aber um 8 Euro muss ich jetzt schauen. Also in Madrid, da glaube ich, eine Badehose gefunden, die sie eben keinen mitnehmen will. Auch super, jetzt kommt der Winter und Rita kauft eine Badehose, aber man kennt sie. Ja, und hier ist wirklich die Hölle los. Also es haben viele Leute heute schon darauf gewartet, dass sie hier rein dürfen, eben wegen den Teilen. Und wir schauen jetzt noch mal zu unserer Frau Chefin. Ja, Rita hat da richtig gewählt. Tim ist momentan ein großer Hot Wheels Auto-Fan. Da haben wir ihm bei Willhaben so eine Garage gekauft und ein paar Autos dazu. Und da spielt er sehr gerne, wenn er nicht gerade Duplo spielt, auch mit Hot Wheels Autos. Ja. Cool. Was kostet der Pullover? 19. Reduziert von, keine Ahnung, steht nichts drauf, auf 19 Euro. 25 regulär, aber ich glaube, den werden wir ihn vielleicht mitnehmen. Und die Badehose ist hier, auch total cool. Super, sehr cool. Wir essen heute kein Club Sandwich, sondern Rita isst Spare Ribs. Ich habe mir den Classic Burger bestellt, der ist aber noch nicht da. Und wir haben das Essen bekommen, bevor überhaupt die Getränke eingetroffen sind. Also, heute ist irgendwie alles anders. Vollgefressen bis zum geht nicht mehr. Essen wir heute sehr gut, sehr netter Kellner. Grüße gehen raus an John. Sind wir bei Ritas Freund? Wieder mal. Heute gibt es ja kein Paket mehr hier im Legoland. Wie fühlen Sie sich am letzten Tag der Legoland-Saison 2022? Es scheint, als wäre Mr. Wu traurig, dass die Saison vorbei ist. Ja, heute ist euer letztes Date. Sagt leider nichts. Du kannst dich noch einmal mit ihm treffen, wir gehen mal weiter. Ach hey. Wir haben noch kurz die Zweisamkeit genossen. Ach ja. Also Rita, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir kommt heute gar nicht so geschäftig vor hier. Es ist, vielleicht weil die aber auch, Leute weil es so kalt sind. ist. Der Grund, dass die Leute eher drinnen sind. Das auf jeden Fall. Der Grund, warum wir auf jeden Fall auch noch mal hierher wollten, war, weil wir viele Nachrichten bekommen haben in Bezug auf das Legoland jetzt im Herbst und auch speziell an den Wochenenden, weil ihr uns teilweise geschrieben habt, dass das Legoland so voll war, dass hier Einlassstopp war ab Mittag und so weiter. Sollen wir mal schauen, wie viel Wartezeit da ist? 40 Minuten, das sehe ich von hier bei Ninjago The Ride. Christoph hat einfach noch gute Augen. Gott sei Dank. Und wir wollten uns noch mal ein Bild davon machen, weil wir auch gehört haben, dass heute am letzten Öffnungstag hier am 6. November sehr viele Leute hierher kommen werden. Mir kommt es aber gar nicht so voll vor. Oder aber ist es, wir wie gesagt, haben extrem viele Leute getroffen, die uns gekannt haben. Richtig. Das war neu. Sehr schön auf jeden Fall. Und ja, Wartezeiten natürlich sind heute schon ganz schön hoch. Wir haben geschaut, auch bei den Achterbahnen teilweise eine Stunde. Also das ist nicht ganz so was für uns. Wobei wir eigentlich heute gerne noch mal mit was fahren wollten. Mit irgendwo fahren wollten. Das nächste Mal. Vielleicht mit den Spritzpistolen. Danke übrigens auch immer für eure lieben Nachrichten. Erst letztens haben wir die Nachricht bekommen, dass hier hinten bei dieser Ninja Kitchen sich an einem sehr geschäftigen Wochenende jemand 40 Minuten angestellt hat, um was zu essen zu bekommen. Also ich muss sagen,
wenn man diese Geduld hat, sich für eine Nudelbox 40 Minuten anzustellen, wobei ich verstehe es, weil wenn man Hunger hat, hat man Hunger. Aber das ist schon echt brutal. Also Chapeau dafür, auch für diese Geduld. Jetzt schauen wir mal weiter, ob hinten vielleicht wirklich bei den Spritzpistolen wenig los ist, wobei ich bin mir nicht sicher, ob ich mich traue, denn heute ist es schon richtig kühl draußen. Aber mal sehen. Wir haben kurz in den Ninjago-Shop hinein gelunzt, aber da ist leider auch fast alles leer. Also das ist leider halt Ende der Saison, aber ist ja auch gut, wenn die Sachen weg sind und gekauft wurden.